Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Film von mir. Heute kommen wir zum letzten Teil des Themenbereichs Industriebahnen. Es geht um Werksbahnen. Dieser Themenbereich wird anhand der Werksbahn der Alessa Chemie in Frankfurt-Fechenheim, der Bundesmonopolstelle für Branntwein in Neu-Isenburg und der schmalspurigen Werksbahn des Kraftwerks Wölfersheim in der Wetterau aufbereitet. Damit sollte eine ausreichende Spannweite des Themas dargestellt werden. Eine vielseitige Modellbahn muss also nicht immer aus einer zweigleisigen Hauptstrecke und einer eingleisigen Nebenstrecke bestehen. Doch kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Wegen der vielen Nachfragen habe ich mich jetzt entschlossen, meine Modellbahnplanungen auch professionell anzubieten. Von der Planung einer kompletten Multideckanlage bis hin zum kleinen Firmenanschluss ist eigentlich alles möglich. Die Kontaktmöglichkeiten zu Thorstens MOBA-Planungsdienst sind unten rechts in Gelb hervorgehoben. Die genaueren Details folgen in den nächsten Wochen, aber wer will, kann jetzt schon Kontakt zu mir aufnehmen. Aber nun wieder zurück zum gewohnten Ritual. Gleich zu Anfang des Films der Hinweis: Über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Was ist eigentlich eine Werksbahn? Nun, Werksbahnen sind im Prinzip innerbetriebliche Transportmittel. Sie haben zwar einen Anschluss an ein öffentliches Netz, aber sie gehören nicht dazu. Deshalb hat eigentlich jede Werksbahn eigene Triebfahrzeuge und eine Übergabegruppe. Die Triebfahrzeuge waren früher oft kleine Rangierloks, heute sind es oft Zweiwegefahrzeuge. Die Größe der Übergabegruppe hängt im Wesentlichen davon ab, wie viele Wagen auf einmal auszutauschen sind. Wenn ganze Züge ausgetauscht werden, braucht man natürlich eine andere Übergabegruppe, als wenn nur 2 bis 3 Waggons ausgetauscht werden. Und nun geht's zum ersten Beispiel. Werksbahn der Alessa Chemie in Frankfurt-Fechenheim. Die Berichterstattung des Films über die Frankfurter Hafenbahn, siehe Infocard oben rechts, endete ja an diesem Werktor. Der Grund dafür ist, dass hinter dem Werktor die Werksbahn der Alessa Chemie beginnt. Somit war das thematische Ende des erwähnten Filmes an dieser Stelle erreicht. Aber an dieser Stelle setzt genau der heutige Film an. Es geht ja letztendlich genau um Werksbahnen. Das Tor im linken Drittel des Bildes befindet sich genau hier, wenn man es von der anderen Seite aus sieht. Hier im Bild zu sehen ist übrigens auch die Übergabegruppe der Werksbahn der Alessa Chemie. Aus verschiedenen Luft- und Satellitenbildern hatte ich übrigens mal den Gleisplan der Werksbahn rekonstruiert. Besonders interessant erscheinen mir die hier hellblau hervorgehobenen Gleise. Letztendlich bilden sie eine Kehrschleife. Auf Modellbahnen ist sowas ja nichts Ungewöhnliches, aber in Natura in 1:1 sind solche Kehrschleifen eher selten zu finden. Selten zu finden sind auch Fußgängerüberwege, die ein gesamtes Werksgelände überspannen. Sämtliche Fotos der Alessa Chemie Werksbahn in diesem Film wurden von dieser Brücke aus gemacht. Das Ganze geschah ohne Hilfsmittel wie Leitern oder Drohnen, es ist also legal. Im Folgenden kommen ein paar Bilder von den Gleisen der Werksbahn. Die Fotomotive sind jeweils mit einem roten Kreis auf der Karte gekennzeichnet. Weitere Kommentare spare ich mir möglichst. Auf diesen Bildern ist zwar nichts von der Werksbahn zu sehen, aber sie sind als Gestaltungsanregungen sehr interessant.
Umsetzung der Werksbahn in H0. Das eben gezeigte Chemiewerk war eine Inspiration zur Gestaltung eines Teils einer größeren Anlage, die schon in Teil 3 und Teil 4 dieser Videoserie besprochen wurde. Da wir ja eben einen genaueren Blick auf die Werksbahn geworfen haben, will ich hier nochmal kurz meine Umsetzung des Themas mit Märklin-Klargleis vorstellen. Es ist zwar kein sklavischer Nachbau der Werkbahn, aber es sind doch wesentliche Elemente der erwähnten Werkbahn enthalten. Der Übergabebahnhof verbindet die Werkbahn mit der großen weiten Welt in Form eines Schattenbahnhofs oder eines Vierteljahrds. Außerdem gibt es noch eine Ringstrecke, auf der man den Zug einfach mal kreisen lassen kann. Kehrschleife und Ringstrecke bilden zusammen noch ein Gleisdreieck, das den Spielspaß der Anlage drastisch erhöht. Ups, sorry, ich meinte natürlich, dass die Betriebsmöglichkeiten der Anlage drastisch erhöht. Mit 1,50 Meter mal 3 Meter plus Vierteljard sollte die Anlage eigentlich auch in normale Zimmer reinpassen. Werksbahn der Bundesmonopolstelle für Branntwein in Neu-Isenburg. Diese Werksbahn war über 2 Waggondrehscheiben an den Güterbahnhof Neu-Isenburg angebunden. Aber mittlerweile sind sowohl der Güterbahnhof als auch die Bundesmonopolstelle Geschichte. Aber blicken wir zurück in die Zeit, als das noch anders war. Da Waggons unbedingt über eine der Waggondrehscheiben mussten, wenn sie aus der Bundesmonopolstelle heraus oder in sie hinein wollten, und dies nur über eine Spillanlage ging, ist das wahrscheinlich eher ein Thema für die größeren Nenngrößen. Das gilt zumindest, wenn man den Betrieb realistisch darstellen will. Naja, genau genommen ist der Spillanlagenbetrieb eigentlich auch das Einzige, was an dieser Werksbahn wirklich interessant ist. Aber der ist dafür richtig interessant. Oben rechts in einer Infocard und unten in der Videobeschreibung ist der Film Rangierarbeiten im Güterbahnhof Neu-Isenburg Stadt 1998 verlinkt. Da kann man sich die ganze Prozedur der Wagenabholung mal angucken. Kohlebähnchen in der Wetterau. Eine elektrifizierte Schmalspurbahn mit 900 mm Spurweite. Unter den Suchbegriffen Kohlebähnchen und Wetterau spucken die Suchmaschinen tatsächlich einige Ergebnisse aus. Nicht alle, aber doch die meisten Suchergebnisse beschäftigen sich mit der 900 mm Schmalspurbahn der Preußen Elektra. Sie wurde in den 1940ern in Betrieb genommen und war bis 1991 in Betrieb. Ihre Aufgabe war es, das Kraftwerk Wölfersheim mit Kohle zu versorgen bzw. die Asche zu entsorgen. Deshalb verband sie verschiedene Tagebaue in der Wetterau sowie einige Schächte mit dem Kraftwerk Wölfersheim. Das dürfte auch der Grund sein, warum diese Schmalspurbahn elektrifiziert wurde. Letztendlich gibt es kaum einen günstigeren Treibstoff als den, den man selbst produziert. Ein weiterer Grund dürfte gewesen sein, dass Deutschland in Zeiten des Zweiten Weltkriegs nicht gerade an einer Erdölüberversorgung litt. Es kamen zwar wohl auch Dampf- und Diesellokomotiven zum Einsatz, aber die waren eher für den Notfall. Leider habe ich keine Bilder von der Feldbahn, als sie noch im Einsatz war, zumindest keine, an denen ich die Urheberrechte habe. Aber in der Videobeschreibung sind einige Links zu Webseiten, die Bilder von dieser Bahn online haben. Außerdem ist oben rechts in der Ecke eine Infocard, die auf den Film Grubenbahn Wölfersheim hier auf YouTube verweist. Dieser Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Jetzt noch kurz ein paar Worte zur Karte. Das gelb-orange Band auf der Karte ist die A45 im Bereich der Anschlussstelle Wölfersheim. Die früheren Tagebaue sind heute Seen, deshalb sind sie hier blau eingezeichnet. Waldgebiete sind grün eingezeichnet und die Ortschaften sind rosa eingezeichnet. Die Strecke der Schmalspurbahn ist in schwarz eingezeichnet. Der Streckenverlauf veränderte sich über die Jahrzehnte immer wieder mal, weil zum Teil Strecken auf späteren Tagebauen lagen. Insgesamt lief der Betrieb wohl so ab, dass die abgebaute Braunkohle über Förderbänder an Hochbunker befördert wurde, von denen aus die Kohle auf die Bahn verladen wurde. Von den Verladebunkern ging es zurück ins Kraftwerk Wölfersheim. Dort wurde die Kohle entladen und es ging wieder zurück zur Verladestation und so weiter und so weiter. Für den Abtransport der Asche war es im Prinzip ein ähnlicher Arbeitsablauf. Nur dass die Waggons eben im Kraftwerk Wölfersheim beladen wurden und auf der Halde entladen wurden. So, und jetzt mal etwas mehr Anschauungsmaterial fürs Auge. Die Loks und die Bahn habe ich zwar nie in Aktion erlebt, beziehungsweise nie in Aktion fotografiert, aber es sind zumindest noch einige Loks und einige Waggons als Ausstellungsstücke bzw. Denkmäler erhalten geblieben. Diese Fotoaufnahmen aus dem Jahr 2010 zeigen das Denkmal in Reichelsheim-Weckesheim. Ob das Denkmal heute noch so aussieht, kann ich allerdings nicht sagen. Das Denkmal besteht unter anderem aus einem Kohletransportwaggon und der Lok Nummer 3. Leider ist diese nicht mehr im Originallack oder in einem dem Original entsprechenden Farbton. Und hier noch ein paar Detailaufnahmen von Fahrwerk und Führerstand.
So, das war's wieder mal für heute. Was darf's denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch. Das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.